Ja, sehen Sie, wie die Welt sich verändert hat, wie scharf die Leute gegeneinander stehen, wie viel Leid sie einander tun. Und ja. Also ich beschuldige die Menschen nicht eigentlich, weil sie hören auf ihre Führer wie immer, die Schafe, und ja, sie jagen sie gerade in den Tod. Ich einfach versuche von oben zu gucken einfach. Ich involviere mich sehr stark, weil ich aus Russland komme und geboren in Russland, aber Staatsbürgerin der Ukraine. Und als Krieg ausbrach, da bin ich in die Anstalt gegangen, einfach. Äh, Es löste in mir solche Empörung, dass meine Kinder mich in die Psychiatrie gebracht hatten. Ich dachte, dass es so unheimlich wäre. Ich konnte nicht schlafen, konnte nicht essen. Dann meine Verwandten, meine Schwester und Neffen waren da gerade unter den Bomben. Und wir versuchten alles zu tun, um sie hierher zu bringen. Und in der Zeit passierte, dass im ersten Krieg nach 6 Monaten meine ältere Schwester gestorben ist hier in Deutschland. Und danach, nach einem halben Jahr, mein Neffe aus dem Fenster sich geworfen hat. Und deswegen wundert mich auch nichts, was herum passiert. Ja, ich trage noch diese persönliche Leide in mir bis jetzt. Und ja, ich verstehe, dass manche Leute noch schwere Sachen überleben mussten. Aber man muss irgendwie leben und Spaß finden. Ich bin schon seit 30 Jahren da, meine Kinder sind da, sind alle Staatsbürger, meine Enkelkinder hier. Ich habe jetzt keine Bindung zur Ukraine eigentlich. Mein Haus wurde verbrannt, ich kann da nicht zurückkehren und ja, deswegen bleibt mir nichts übrig, als hier mich zu Hause zu fühlen. Irgendwann kommen wir alle zu Gott und er fragt uns, was habt ihr Gutes in ihrem Leben getan? Oder weiß ich nicht. Ich glaube eigentlich, dass die Leute, die Böses tun, bekommen auch was zu spüren auf ihrem Haut. Das sind die Lehren, die uns Gott gibt vielleicht, weil der Mensch ist sterblich und ja, so sterblich beim Krieg wie einfach nirgendwo anders. Und ja, und diese ganzen Gefühle, sie machen aus dem Menschen richtigen Gotteswesen sozusagen. Wenn wir nur faulenzen und, ja, und langweilen, dann degradieren sozusagen. Solche Ereignisse müssen passieren. Ja, wenn man an ewiges Leben des Geistes glaubt, da lohnt es sich, sowas zu erleben. Diese große Leiden und Schmerzen, das macht auch was aus dem Menschen. Das meine ich, dass wir an unseren Gefühlen, sogar schweren Gefühlen, lernen müssen und weitergehen. Und
die Menschen zu lieben lernen, so wie sie sind, auch mit diesen bösen Seiten. Seelenfreunde nicht so wirklich unter Verwandten, sondern unter fremden Menschen, die genau solche Gedanken jagen wie ich sozusagen. Im Alltagsleben kommt es nicht fast nie dazu, solche Gespräche zu führen einfach. Da, da ist man für sich allein mit solchen Gedanken. Verwandte Seelen, das begegne ich manchmal den Menschen, die so ins Gespräch kommen und etwas Tolles erzählen, das mich bereichert auch. Deswegen mache ich oft solche Einzelgänge, Spaziergänge sozusagen. Das sehr interessant. Ich treffe ganz selten irgendwelche böse oder unangenehme Leute. Manchmal sind sie sehr toll. Ja, ui.